Was wäre eigentlich passiert, wenn der Kalte Krieg heiß geworden wäre? Diese Frage ist ja vor allem in der letzten Zeit absolut aktuell. Und heute haben wir einen Ort entdeckt, an dem man das noch live nachvollziehen kann, wie schrecklich es wirklich geworden wäre. Wir waren heute nämlich in Stensfort in Dänemark und hier an der Ostseeküste befand sich während des Kalten Kriegs eine der Hauptverteidigungslinien. Der ehemalige Stützpunkt befindet sich auf der Halbinsel Stens, direkt am Eingang des Öresunds, der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Diese verbindet die Ostsee mit der Nordsee, weshalb die Kontrolle der Passage während des Kalten Kriegs besonders wichtig war. Daher entstand hier ab 1951 ein riesiges Fort, obwohl der Bau von Festungen nach dem Zweiten Weltkrieg eher unüblich wurde. Dennoch war es bis zu seiner Stilllegung im Jahr 2000 eine der wichtigsten Verteidigungsanlagen Dänemarks und der NATO. Der Großteil der Anlagen befindet sich unter der Erde, wo in rund 18 Metern Tiefe ca. 1,6 Kilometer lange Gänge und Räume in den Fels geschlagen wurden. Um mehr über die Geschichte dieses Orts zu erfahren, haben wir mit der Kuratorin des heutigen Museums gesprochen, die uns viel über die besondere Bedeutung des Forts erzählen konnte. My name is Iben Bjørnsson. I have a PhD in history and I specialize in the Cold War. And I'm the curator and daily manager of Stevns Fort. Which means I sort of oversee everything that has to do with the history that we tell. Das Museum zeigt den ehemaligen Militärstützpunkt weitgehend im Originalzustand und man kann die Radaranlagen, Geschütze und Raketensysteme aus der Nähe betrachten. Aber was waren eigentlich die Hauptaufgaben des Standorts? Well, the main purpose was obviously to defend Denmark, and the way that would be done was that if a war broke out, it would be very important for the Warsaw Pact to have their Baltic fleets come out and fight in the Atlantic. But to get from the Baltic Sea to the Atlantic, you have to go past Denmark in the Danish Straits. So the Danish purpose or the Danish role in NATO was to basically close up the Baltic. Denmark was sometimes called the cork in the Baltic because it's like a bottle and you can cork it. So Stevns Fort was built for the purpose of closing off Øresund, the Sound, the waters between Denmark and Sweden. And then there was built another fort at Langeland, at the southern tip of Langeland, Long Island, which then had the purpose of closing all of the Great Belt and the Little Belt. It also became a headquarters for naval surveillance. So that was its peacetime task. It also had a peacetime task, which was basically keeping an eye on every ship that passed through the Sound. Wenn der Kalte Krieg tatsächlich heiß geworden wäre, sollten die dänischen Streitkräfte also die Kriegsschiffe und Flugzeuge des Warschauer Pakts so lange wie möglich aufhalten und am Passieren der Meerenge hindern. Dazu war die Anlage unter anderem mit hochauflösenden Frühwarnsystemen und Raketen des Typs Nike und Hawk ausgestattet. Hier in dem Container ist die Kontrollstation oder die Abschussstation für dieses Hawk-System. Ist echt abgefahren aus da drin. Trotzdem hätte die NATO im Kriegsfall die Front am Öresund wahrscheinlich nicht halten können und ihre Kräfte stattdessen auf die Verteidigung des Rheins konzentriert. Die erste Angriffswelle wurde nämlich über den Fulda Gap erwartet, der sich geografisch gut für eine Invasion mit Panzern von Ost- nach Westdeutschland eignete. Im schlimmsten Fall wäre dabei die gesamte Region bei Fulda in eine radioaktive Wüste verwandelt worden. Zu dem Thema haben wir schon ein Video gemacht, das wir euch hier verlinkt haben. Wie extrem die Bedrohungslage hier in Stevns Fort dennoch war, zeigen heute detaillierte Angriffspläne aus Staaten des Warschauer Pakts. Ja, die eingezeichneten Bomben markieren tatsächlich die Orte, an denen Atombomben abgeworfen werden sollten. Zum Glück ist der Ernstfall hier jedoch nie eingetreten. Einige brenzlige Situationen gab es dennoch. Well, it was, like I said, in peacetime it was in use every day for the naval surveillance, and that was obviously also like a part of Denmark's role in the NATO system, because if any Warsaw Pact ship leaves the Baltic, you want to know about it if it sails out of the Baltic and into the Atlantic. So that was sort of providing the daily intelligence of what ships were going past. In terms of wartime function, it never came to that, but there were some instances where there was a world crisis, and the most known is the Cuban Missile Crisis, where the fort went into high alert, a state of heightened alert, which means that it was closed off. So
every man was like on their post and sort of getting ready and being in a state of heightened alert. And I think that has happened 3 times in some of the major world crises: the Cuban Missile Crisis in Hungary in 1956 and Czechoslovakia in 1968. Was wäre also passiert, wenn der Kalte Krieg heiß geworden wäre? Über diese Frage lässt sich natürlich nur spekulieren, aber vermutlich hätte es an vielen Orten, wie hier im Süden Dänemarks, unfassbares Leid und unglaublich viele Tote gegeben. Es ist also kein Wunder, dass das Wettrüsten und die ständige Angst während des Kalten Kriegs ganze Generationen geprägt haben. Das Museum hier in Stensfort zeigt außerdem, wie absurd die Größenordnungen moderner Waffen sind, mit denen man im Ernstfall bereit war, ganze Landstriche auszulöschen. Dafür gab es sogar detaillierte Pläne, die zum Glück nie aktiviert wurden. Umso erschreckender ist es, dass Kriege leider immer noch fester Bestandteil politischer Auseinandersetzungen sind und mit dem Ukraine-Krieg ähnliche Ängste entstehen wie während des Kalten Kriegs. Wenn ihr mehr über die Geschichte des Kalten Kriegs in Dänemark erfahren wollt, dann ist Stensfort auf jeden Fall eine Reise wert. Vielen Dank an Iben Björnsson für das spannende Interview. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da.